So, meine lieben Freunde, willkommen zu Prehistoric Kingdom. Neues Spiel, das vor ein paar Tagen rauskam, beziehungsweise in den Early Access gekommen ist. Werden wir uns heute in dem wieder mal anschauen. Es ist, ich finde, relativ schönes Spiel. Mal mit ein bisschen Abwechslung zu Planet Zoo und Jurassic World Evolution. Einfach auf den Grund, das ist quasi beide Spiele einmal in einen Topf geschmissen, ein bisschen zusammengerührt und das Ergebnis aus dem beiden Spielen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber noch lang nicht so viel wie die Dinosauriervielfalt oder Tiervielfalt wie in Planet Zoo oder in Jurassic World Evolution. Das ist ganz klar. Aber es kommen nach und nach neue Dinos rein. Oder halt neue Tiere in das Spiel. Es gibt dann nicht nur Dinosaurier. Es gibt auch Tiere wie Mammut oder Säbelzahntiger. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, oder andere Tiere noch, die auch ausgestorben sind, die aber noch nicht so alt sind wie die Dinosaurier. Muss man auch bedenken. Würde ich sagen, gehen wir mal in das Szenario rein. Beginnen wir mal das Szenario. Muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt. Einmal habe ich mich sogar festgefangen. Dann kam ein Hotfix und dann ging das eigentlich auch ganz fix, das durchzuspielen. Was heißt fix? Das Spiel sagt ca. 15 Minuten, aber ich glaube, er braucht mindestens das Doppelte oder das Dreifache sogar von der Zeit, was das Spiel vorgibt, weil es einfach nicht machbar ist, in 15 Minuten das Ganze durchzuspielen. Aber was soll's. Dann würden wir uns jetzt erstmal den schönen Loading Screen, den wir wahrscheinlich häufiger sehen werden, anschauen. Und los geht's. Hello? Testing. 1, 2, 3. Hi! It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. Da können wir jetzt das Ganze erstmal ein bisschen steuern. Einmal hier, Orbit Around. Rein und raus zu. Und natürlich das ganz klassische Fortbewegen und mit Q und E kann man die. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Wenn er nicht die ganze Zeit dazwischen reden kann. Mit E und Q natürlich hoch und runter. Mit L kann man, wenn zum Beispiel Nacht ist, ganz praktisch, beleuchten. That's why we don't like flash photography. Next, we'll get you on the move. I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings. Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display. I'll check in with you soon. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, den Park zu erkunden. Das ist auch die Ecke hier. Ist halt noch ein bisschen leer, wenn dann das ganze Stuff und so reinkommt, also die Mitarbeiter. Wenn man das dann regeln kann, das wird dann auch einiges ändern. Einiges ändern am Management. Und auch wenn dann die Gäste verändert werden, wenn die Gäste sich dann vielleicht auch mal hinsetzen können und da dann auch essen und so. Das wäre ja richtig schön. Und auch die ganzen Sachen verwenden, wie zum Beispiel die Ferngläser, beziehungsweise, ja, die Ferngläser, wenn die verwenden können. Aber haben wir jetzt noch nicht keine im Park. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber das kommt noch. Hier, finde ich, fehlt mir zum Beispiel das Gitter. Hier können die Gäste einfach runterfallen. Ist auch naja. Und ja gut,
könnte man noch verbinden. Dann können die auch nochmal hier nach oben laufen. Alright, I hope you're ready to get your hands dirty. To start, you'll need to investigate a welfare issue in the paddock from earlier. Caring for the animals should be your #1 priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Okay, so this is a Dryosaurus. This little fella's a small herbivore from the Jurassic, and it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. Try clicking on the sustenance and enrichment labels. Einmal hier Sustenance, einmal die Nahrung und das Essen. Und wie gesättigt Nutrition, wie gesättigt der Dinosaurier ist. Und Enrichment ist einfach. As you can see, Ja, it looks Enrichment. like our previous park manager took the America's job and ran without much consideration for the animals he left behind. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted, some enrichment too. If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Good luck. So, das Enrichment ist einfach wie die Einrichtung, beziehungsweise was sie für Gegenstände brauchen. Was sie noch haben möchten. Hier zum Beispiel ein Termitenhügel. Termitenhügel, die essen wohl gerne Termiten. Und dann holen wir uns hier noch einen Eisblock her. Und dann brauchen wir natürlich auch Essen. Great work getting the Dryosaur paddock up and running again. The board and I really appreciate you stepping up to get this place back on track. When you're ready, I'd like you to head over to the old construction site. Ja, da gehen wir gleich hin. Aber ist ihr ein Gehege statt ein Paddock? Ich sehe hier keinen befestigten Boden. Auch wie die Animationen sind richtig schön. Kann man leider nicht mehr auswählen. Und leider gibt es halt auch keine Interaktion zwischen den Tieren und der Gleichgesinnten. Finde ich noch ein bisschen schade, aber das kommt alles noch. Kommt alles noch. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Bei dem Spiel. Oder zu dem aktuellen Zeitpunkt. Oh, wenn das Spiel, ich weiß es nicht, über 5, 6 Jahre schon in der Entwicklung ist. Ja, dafür grafisch sieht das umso besser aus. Hat eher so einen Grafikstil wie, ja, nicht eher wie Jurassic World, sondern eher wie Planet Zoo. Sieht ziemlich ähnlich aus, die zwei Spiele. Auch von der Steuerung her sind die fast identisch. Müssen wir noch 2, 3 Keybindings ändern und dann hat man eigentlich fast dieselbe Steuerung. Klar, ein bisschen Umgewöhnung ist da. Hatte ich auch gehabt. Aber was soll man denn machen? Next, we're going to get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Jetzt haben wir einen Generator. Okay, haben wir Angel Snap. Ich glaube, ich brauche hier 45 Grad. Nee. Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Ja, das können wir machen. Frage ist, nimm mal direkt das große, aber ist wahrscheinlich zu groß. Ich kann jetzt zum Beispiel X noch nicht verwenden, ne? Habe ich auch ein bisschen umgelegt.
Frage ist, wo gehen die Menschen rein? Ich würde sagen, hier. Nein, das sieht gut Nice aus. job. Select the nursery and open the genetics lab from the pop-up menu. In case you haven't already realized, this is where the magic happens. Today, I'd like you to incubate a Torvosaurus. Quite a fearsome-looking fella, isn't it? In here, you can find everything you'd need to know about managing an animal. Exhibit requirements, social needs, diet, you name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. Did you notice the species name changing? Some animals, like the Torvosaurus, have a handful of species to pick from, changing their needs, size, appearance, and even star rating. Once you're happy with your selection, press the Create button at the bottom. While we wait for our new dinosaur to incubate, we'd better go and prepare that new habitat. Secure fencing is of utmost importance, especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You'll want to cover the entire perimeter. Da würde ich ganz ehrlich, ich nehme den Holzzaun. Now, with all that sorted, it looks like it's time to release the specimen. A beautiful animal indeed, but of course it's still going to need a proper environment, something to make it feel like home. Plenty of vegetation, a lake and a shelter should do nicely. Wir müssen jetzt hier ein wenig, wir haben falsches Biom auch drin. So, dann gehen wir jetzt einmal ins Richtige. In das Scrubland. Und jetzt nehmen wir auch noch ein bisschen Wasser mit. Haben wir jetzt Wasser? Wir haben jetzt auch. Wonderful job. If that Torvosaurus could smile, I reckon it would. You can assess how well designed an exhibit is by clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try.
The higher that exhibit scores, the more likely our visitors are to donate to the habitat. As you can see, though, visibility isn't too great. There must be something we could build. Visibility, die ist doch top. Great thinking. With binoculars, guests are able to see significantly Weil die further da ein into an bisschen exhibit. falsch stehen. The more visibility coverage, the better. Speaking of visitors, we should make sure the viewing area has sufficient guest facilities. Ein Animal. Superb. That will keep them both well fed and entertained. All that's left is to connect the paths and let guests find our latest attractions. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. Take a look at that. The park's star rating has increased. Let's see how this kingdom is doing, shall we? Öffnen. Huh, I haven't seen guest satisfaction numbers that high in a long time. You're a natural. Let's try visiting the animals page. As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur heavy, no? I think it's time for one final attraction, the woolly mammoth. Head on over to excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. Frage ist, welchen Skin? Great. Let's head back to the nursery and get started on those mammoths. While they're incubating, we should prepare their new home. There's a paddock ready nearby, but it's filthy from housing a previous occupant. First, let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. Doch einfach darüber. Irgendwie kann man das ja ändern, aber wie? Make sure es sagt. Ja, man kann ändern, aber ich weiß gerade nicht wo. If animals aren't eating high-quality food, low nutrition could lead to weak immune systems and excess animal waste. Looking at the state of this paddock, it appears the previous park manager wasn't particularly mindful of that. Feces, scat, however you wish to refer to it, will always be something we need to manage. I know it's not exactly what you signed up for, but we need to get all that dung removed. And well, only one of us is out in the park. So...
Oh, sehr As the schön. park grows, you'll find it harder to micromanage each habitat. For that, you'll need help from some teensy tiny employees, dung beetles. Their nests are essential in automating the disposal of feces. So let's put a few in now. I think that just about does it. The paddock looks cool, pardon the pun, and everything appears to be in tip-top condition. Now, if you wouldn't mind doing the honours, I believe we're due for some arrivals. There they are, Mammuthus primigenius, trumpeting in the snow for the first time in nearly 4,000 years. There's something distinctly beautiful about Ice Age megafauna. Their ability to thrive in the harshest conditions is something I believe we should all strive to admire. Today you've helped give something back, not just to our park, but to the world. Sounds like that will be for me. We're all done here for today, but I'm really glad to know the park will be in safe hands. From now on, it's all up to you. Talk soon. Oh, so. Dann sind wir jetzt fertig mit dem Tutorial. Wir können ja noch ein bisschen den Park anschauen. Das ist ein Brachiosaurus. Meine Güte, sind die groß. Auch wenn man jetzt ein bisschen Mikromanagement macht, ne? Ziehen wir einfach die Fehler, die wir gerade eben gemacht haben. Machen wir die noch rückgängig. So. Haben wir die Fehler jetzt noch rückgängig gemacht, haben wir die nach oben gesetzt und den Menschen aber auch nach oben. Die haben wohl ein Dankproblem. Kann man noch hinsetzen. Haben wir jetzt einmal kurz sauber gemacht. Und dann würde ich sagen, war's das erstmal mit Prehistoric Kingdom, mit der Einleitung. Dann sehen wir uns eigentlich in der nächsten Folge, wo wir dann den Park, unseren eigenen Park aufbauen. Das wird bestimmt auch was, einen eigenen, oh ja. Ich weiß halt nur nicht, ob wir mit Finanzen oder ob wir wieder so ein bisschen kreativ werden. Ich würde sagen, Finanzen machen das Ganze ein bisschen spannender. Ich würde sagen, gehen wir auf Finanzen auch ein bisschen mit drauf. Und Forschung? Ja, komm. Wir geben uns einfach das ganze Spiel. Würde ich sagen. Save mir einmal das Tutorial.